Heute erzähle ich von den 10 Dingen, vor denen die Deutschen Angst haben, die Amerikaner jedoch nicht die Bohne interessiert. Dass man Angst hat, bei Videoaufnahmen, jemand würde dich anmachen. In Zeiten von Instagram und TikTok teilen wir gerne ein Stück unseres Lebens mit anderen. Und wer kennt das nicht aus Deutschland? So böse Blicke und sogar der Hinweis, Personenrecht. Also so richtig traut man sich ja nicht, denn man hat Angst, da könnte dich jemand anfahren. Und hier in den USA zum Beispiel hat man solche Ängste nicht. Denn wenn man in die Kamera jemandem hinhält, wird gelächelt und posiert oder einfach nur ignoriert oder gewunken. Als YouTuber nimmt man das ja ganz besonders wahr. Und hier in den USA macht es unglaublich Spaß, Menschen mit Kamera aufzunehmen. Denn in den meisten Fällen, die freuen sich darüber, wenn das Setting natürlich passt und der Zweck positiv ist. Hier habe ich mal meine Kamera im Rahmen eines sozialen Experiments einfach mal mitgenommen. Und statt böser Blicke, die Menschen verhalten sich ganz normal. Hey, how's it going? Oh, thank you. Yeah, right. It's tempting. Looks so good. Awesome. Thank you. You too. Good night. Those ones are pretty good too. I love the view. I love how they. Yeah, those are awesome. No cane sugar. Yeah. Thanks, man. Yeah, have a good night. You too. Excuse me. I have a question about the weights. So got it. Okay. Let me check. Maybe if the pallet is upstairs, I can put it up. Oh. Well, I really appreciate you looking for it. Thank you. I expected these to be beans. I picked it up. It was super late. Oh, really? Yeah. Oh, did I take it out too soon? Maybe. Is it lit up blue? It says wait for the cashier. It might be okay. Play Monopoly? Yeah. Thank you. Maybe I'll win some free beans. There you go. Thank you. Homemade gelato. No, please. Oh, no. We're reading. Homemade gelato. Hello there. How you doing? Hey, how's it going? Water for now. Put in mayonnaise, like, you want to put in mayonnaise and Water. Dass man im Supermarkt das Gefühl hat, man wird beobachtet. Ich habe in Supermärkten in Deutschland das Gefühl gehabt, da beobachtet mich jemand. Bevor ich einen Psychologen aufsuche, habe ich mal drüber nachgedacht. Also, ich bin der Sache auf den Grund gegangen und aus der Kindheit bereits kenne ich, dass Verkäufer in Deutschland meist nicht freundlich zu Kindern sind und auch mir als kleiner Junge immer wieder mit mahnendem Finger eine Schelte verabreicht haben. Nicht anfassen, das ist kein Spielzeug. Also mit diesem Kindheitstrauma hat man auch im Erwachsenenalter ja das ständige Echo im Kopf. Und noch schlimmer, die Angestellten in Deutschland benehmen sich ja auch gegenüber Erwachsenen nicht gerade sehr herzensgut oder teilweise so mürrisch. Dieses kann ich Ihnen helfen, ist manchmal so ein Synonym für was machen Sie denn da? Also man hat Ängste im Laden etwas Falsches zu machen, deshalb auch das Gefühl, beobachtet zu werden. Ganz anders in den USA, hier kannst du gehen und den gesamten T-Shirts über den Haufen schmeißen, das Spielzeug aus dem Regal nehmen und daran rumfummeln, mit dem Ball in der Sportabteilung rumspielen, dribbeln. Die Verkäufer sagen nichts. Wenn sich jemand daneben verhält, ruft man die Security, aber das ist nicht die Aufgabe der Verkäufer. Die halten sich also komplett raus. Dass man plötzlich angesprochen wird. In Deutschland wollen die Leute nicht vom Fremden angesprochen werden. Egal, wann ich immer einen Fremden anspreche, auf der Straße oder im Supermarkt, ist man in Deutschland ja erstmal unangenehm überrascht. Wenn du in den USA rausgehst, bist du erstmal so ein mobiles Gesprächsobjekt. Die wollen einfach mit Menschen quatschen. Die sind auch gesprächsgewappnet und humorgefüllt. Wenn du die anquatscht, kriegst du also die gesamte Quasselbandbreite. Also die Quasselstrippe wird dann denen entlockt. Ich übertreibe natürlich ein wenig, aber verallgemeinern tue ich natürlich auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass man als Autofahrer von Fußgängern verärgert wird. Oder dass man als Fahrradfahrer von Fußgängern und Autofahrern verärgert wird. Dass man als Fußgänger von Autofahrern und Fahrradfahrern verärgert wird. Also in Deutschland hat man ja immer im Straßenverkehr Angst, dass man verärgert wird über das Verhalten des anderen. Hier in den USA, egal ob du auf dem Fahrradweg bist
Oder als Fahrradfahrer auf dem Fußgängerweg. Die Leute sind immer nett. Ein Fahrradfahrer kommt zum Beispiel auf dem Fußgänger, bittet den Fußgänger zur Seite. Excuse me, thank you, oh no problem, have a great day. Einfach großartig, ja. Ich habe noch nie gehört hier, dass jemand gesagt hätte, das hier ist aber kein Fahrradweg. In Stränden kommen einem ständig Fahrradfahrer im Fußgängerweg entgegen oder hinterher. Die sagen dann oft, excuse me, I'm sorry oder on your right oder on your left. Man geht ihnen zur Seite, bekommt ein Thank you als Belohnung. Man freut sich richtig, ja, dem Radfahrern hier den Weg frei zu machen. Auch im Straßenverkehr. Es spielt keine Rolle, wer Recht hat. Hier braucht keiner auf sein Recht. Das ist eine ganz andere Kultur. Beim Müll, beim Autofahren, beim Essen. Immer hat man so den negativen Hintergedanken, man macht etwas Schädliches. In Deutschland hatte ich als Bürger das Gefühl, die alleinige Last auf der Schulter zu tragen, die Umwelt schützen zu müssen. Ich glaube, so in Deutschland werden wir so sehr auf Umweltschutz programmiert, dass es so ein ständiger Stressfaktor geworden ist. USA ist aber nicht viel besser. Das Thema Umweltschutz existiert in den USA also so gut wie gar nicht. Das ist so eher ein Lustthema, aber kein Pflicht- und Zwangsthema wie in Deutschland. Also folglich, in den USA hat man diese Angst gar nicht. Aber ich denke, bei dem Thema sind beide Länder Extreme. Umweltschutz ist hier eigentlich ein Thema so aus Europa, würde ich sagen. Man will es gut finden, weil man auch weiß, Europa ist in vielen Dingen weiter als USA, aber eigentlich versteht man das auch nicht, was das bedeutet. Das sieht man auch sehr gut in der Übersetzung zum Begriff Umweltschutz in Amerika. Da gibt es keine Übersetzung. Auch zum Beispiel Mülltrennung, da gibt es auch keine Übersetzung zu. Klar, wenn man jetzt im Wörterbuch schaut, wird da irgendeinem schon da gezeigt, aber ihr könnt mir glauben, das versteht hier in den USA keiner. Zum Beispiel sowas wie Protection of the Environment oder Environmentalism, Garbage Separation. Die Amerikaner sind ja höflich, wenn du so etwas sagst, ne? Dann sagen die, aber im Kopf passiert das, dass man Angst hat, grammatisch etwas falsch zu sagen. Sorry, richtig muss es heißen, dass man Angst hat, etwas grammatisch Falsches zu sagen. Oft sind Deutsche ja so sehr darauf getrimmt, andere zu verbessern, dass sie auch Sätze verbessern, ohne sie zu verbessern. Da sagt einer aus Lust, verbessert der andere die andere lustbedingt. Ich beobachte zwei Deutsche, wie die sich unterhalten und oft muss der eine den anderen Verbesserungsvorschläge von Wörtern und Sätzen sporadisch im Gespräch unterjubeln, obwohl das nichts mit dem Thema zu tun hat. Und so haben Deutsche ständig Angst, etwas Falsches zu sagen. So sprechen sie immer bedacht. Ja? Und am Ende höre ich zwei Sandkastenfreunde, die mit kompletten Satzbildung und Fachvokabular sich um den ersten Platz im Sprachwettbewerb ringen. In Deutschland verbindet man, obwohl, ich muss ja sagen, die deutsche Sprache ist ja sowieso verkrüppelt nach der deutschen Rechtschreibung. Keiner weiß mehr, was richtig ist oder glaubt zu wissen. Und dann gibt es ja noch diese Innen- und Innenerinnen, die ihr jetzt da habt. Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, in Deutschland verbindet man das eloquente Spiel mit der Sprache mit Intellekt. Ein großer Fehler. Jeder kann mit Fleiß und Übung seine Ausdrucksweise aufbessern. Wenn das Ziel der Eindruck selbst ist, kann Inhalt mit melodisch taktvoller Stimme und schöpferischer Wortwahl untermalt den Anschein von Intelligenz und Wissen erwecken. Du sollst aber nicht darauf achten, wer und wie jemand etwas sagt, sondern was gesagt wird. Es gilt in den USA als sehr unhöflich, in einem normalen Gespräch jemanden zu verbessern, zu belehren oder bevorzugen. In Deutschland wird einem oft auch besonnen mit gutem Willen ja Dinge erklärt. Zum Beispiel: Mit netter Märchenstimme erklärt die Dame dem jungen Mann, man fängt mit dem Besteck am Tisch immer außen zu speisen an. Sagt das einem Amerikaner, der wird sagen, oh really, I didn't know that, thank you. Wird sich aber denken, whatever, und Idiot. Amerikaner sind höflich und würden dir nie direkt Negatives ins Gesicht etwas sagen, wenn sie nicht eng mit dir befreundet sind. Hier belehrst du nur dann, wenn man dich fragt. Alles andere gilt als respektlos und vor allem, wenn es also mit dem Kontext auch gar nichts zu tun hat. Dass man aufgrund des Aussehens schief angeguckt wird. In Deutschland spielt das Auftreten, die Kleidung, das Auto, die Uhr, die Handtasche, all diese Dinge spielen also eine Rolle. Ja? Als ich mein erstes Bankkonto in den USA eröffnet hatte, habe ich mich in Hose, Hemd und Jackett geschmissen. Heute weiß ich hätte da mit Bademantel und Schlappen reinschlendern können. Hier interessiert sich niemand dafür, wie du angezogen bist oder was für ein Auto fährst. Zu diesem Thema empfehle ich auch mein Video, Dinge, die man in den USA nicht tun sollte. Da erwähne ich nämlich auch etwas Ähnliches, Link findet ihr unten, das an der Kasse vorgedrängelt wird. In Deutschland öffnet eine neue Kasse und alle stürmen dahin. Oft auch die hinten standen. Und hier in den USA hat man grundsätzlich keinerlei Sorgen, ob sich jemand vordrängelt. Der Amerikaner nimmt das locker. Ja? Außerdem lassen Amerikaner lieber jemanden vor, als dass sie zuerst dran sind. Oft regelt das auch die Kassierer,
wenn eine neue Kasse eröffnet wird und nehmen die Kunden persönlich zum Schalter. Also du läufst da nicht einfach hin, weil da eine Kasse öffnet. Oh, thanks, man. Appreciate it. Ständig stehen Kassen sogar leer. Also Kasse 2 und 3 sind offen. Alle stehen bei Kasse 1, weil sie sich nicht trauen, weil sie denken, das wäre unhöflich, jetzt an die andere Kasse zu gehen, die gerade geöffnet hat. Hinzu kommt, die denken, wir stehen ja schon hier. Ja, wir kommen gleich dran. Kein Grund jetzt zu stressen. Amerikanern geht es also nicht um Speed, sondern es geht so um Bequemlichkeit. Manchmal gehe ich dann auch zu der offenen Kasse und wundere mich, ist die wirklich offen? Und die Kassiererin, oh, yes, please, come in. Und ich so, warum stehen die dann alle da? Okay, then, super relaxed hier. Dass man bei Rückgabe von Ware begründen muss, warum. In Deutschland habe ich erstmal im Kopf geübt, was ich sage, wenn ich eine Ware zurückgeben will. In Deutschland habe ich das Gefühl, bei der Rückgabe von Waren haben die Mitarbeiter die Aufgabe, auch Marktforschung zu betreiben und verhören nicht erstmal über den Grund. Hier in den USA gibst du die Ware einfach zurück und Punkt, ja. Du erklärst niemandem, warum du etwas zurückgibst, auch wenn die Verpackung offen, die Ware schon benutzt ist. Du kannst es erklären, wenn du willst, aber das ist halt nur Smalltalk. Letztlich stellen die keinerlei Fragen dabei und sind dabei komplett urteilsfrei. Du kannst dir sogar eine abgewissene Schokolade zurückbringen und du wirst dabei nicht komisch angeguckt. Ich habe schon mal eine verbrannte Tiefkühlpizza zurückgebracht, die ich zu lange im Ofen stehen hatte. Getragene und gewaschene T-Shirts, eine komplett verdreckte und abgenutzte Poliermaschine vom Baumarkt. Übrigens, nur zur Info, ne? Meine Rückgaben hatten alle einen guten Grund. Selbst die Tiefkühlpizza, die Beschreibung hat einen Druckfehler mit der Zeitangabe. Das wollte er gar nicht wissen. Ich habe wirklich original eine verbrannte Pizza, so eine schwarze, zurückgebracht. Der hat mir fast Geld zurückgegeben. Er hat gar nicht gefragt, warum. Also manchmal denke ich könnte einfach Äste und Blätter vom Park aufsammeln und zurückbringen. Ich wette, die würden dann also verzweifelt versuchen, den Code zu finden oder meine Kreditkarte im System suchen, um mir mein Geld zurückzugeben. Also ohne Quittung kann man hier ja auch Sachen zurückbringen. Du musst einfach nur die Karte, mit der du bezahlt hast, und die finden das in dem System. Die machen einfach, was man denen sagt, ja? Alles drüber hinaus, so Meinung, Neugier oder gar Verantwortung für die Gewinnmaximierung des Unternehmens. Das ist nicht die Aufgabe des Verkäufers am Schalter oder die das zurücknimmt oder der. Das Ganze ist aber auch so mit Absicht gemacht, ja? Da muss man drüber nachdenken. In Deutschland überlegt man ja dreimal, bevor man etwas kauft. Und am Ende kauft man es eher nicht. Dieses Gefühl zügelt also die Leute vom Kauf. Betriebswirtschaftlich also ganz klar ein Fehler von deutschen Unternehmen. Der Amerikaner, der ist schlau, wenn es um Business geht. Ja? Im Endresultat laufen die Leute hier in den Laden und füllen ihre Einkaufswegen wild mit Sachen, weil die wissen, die können das zurückgeben. Und die meisten haben danach keine Zeit oder Lust, aus Bequemlichkeit zurückzubringen. Zum Beispiel bei Aldi ist die Rückgabe von Waren hier in den USA unbegrenzt. Also auch nach 30 Jahren kannst du deinen Gartenstuhl zurückbringen. Bei Ikea ist es 1 Jahr für ungeöffnete Sachen, 6 Monate für geöffnete. Und die meisten Läden haben hier also ihre Standard 3 Monate Rückgaberecht. In einem meiner Videos werde ich das Thema auch behandeln, übrigens, warum es hier kein gesetzliches Rückgaberecht gibt und warum auch keiner hier die gesetzliche Einmischung braucht. Jedenfalls, deswegen machen die das auch so, ne, mit der Rückgabe, damit du mehr einkaufst. Hier so eine witzige Geschichte. Jetzt haben die bei Walmart angefangen, vor einiger Zeit beim Ausgang die Quittungen zu scannen. Da steht so eine Dame und scannt deine Quittung. Ich bin hingegangen und habe höflich gefragt, warum die das machen. Und dann habe ich so eine Antwort erwartet. Ich war ja neugierig, wie beispielsweise, ja, wir wollen Diebstahl verhindern oder wir wollen sicherstellen, dass sie nicht so viel für ihre Ware bezahlen. Ich will wissen, das ist die Antwort. Und was sagt die Mitarbeiterin? Wie sollte es anders sein? Hätte ich mir eigentlich denken können. Die hat gesagt, ich mache das, weil man mir das gesagt hat. Die beste Antwort überhaupt. Und das ist auch genau das, wie das hier im Grunde abläuft. Die machen das, was man denen sagt. Und wenn die denen nicht gesagt haben, dass sie nach dem Grund fragen sollen, dann fragen sie dich auch nicht. Ganz einfach. Dass man am Wochenende etwas draußen plant und es regnet. Tja, dazu muss ich nichts sagen, Leute. Sorry. Denn ich lebe in San Diego und so sieht das hier fast das gesamte Jahr hinweg aus. Bis bald. You could see yourself just sitting there